Hallo und herzlich willkommen ein letztes Mal zurück zu Until Dawn. Ja! 3 Hinweise haben wir bei den Zwillingen nicht gefunden. Dadurch ist Josh gestorben. Hinweis 1 fehlt. Die 11 und der letzte Hinweis. Das ärgert mich. Ein Foto von Hannah, Josh und Beth am Strand. Es wurde im Sommer vor ihrem Verschwinden aufgenommen. Update. Der Wendigo in der Mine hatte genauso eine Schmetterlingstätowierung. Oh, cool. Eine Nachricht, in der Personal darum gebeten wird, Betten für die Bergarbeiter vorzubereiten, die nach einem Unfall in der Mine gerettet wurden. Die Bergarbeiter wurden ins Sanatorium gebracht, um sich zu erholen. Ach, das haben wir aber schon mal gelesen. Schaut. Hiermit erführe ich Sie, die Rettung der Bergarbeiter am 5. Juni abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie müssen Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken und eine fristlose Kündigung zur Folge haben. Ziemlich gemein. Die Linse der Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Update. Das muss die Kamera sein, die in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Jemand wollte unbedingt verhindern, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangen. Oha. Der Gesundheitszustand der aus der Mine geretteten Bergarbeiter war besser als erwartet, aber einige von ihnen hatten Reintegrationsprobleme. Update. Der Bericht erwähnt 12 Bergarbeiter, aber aus der Mine wurden 30 Steckuhrenkarten geholt. Es gibt keine Hinweise darauf, was mit den anderen 18 Bergarbeitern passiert ist. Aber diese Updates sind schon cool. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Update. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. Aber 30 Stechuhrkarten. Eingerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 52 nach dem Einsturz geretteten, wurde lauter Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Update. Es gab 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Was ist mit den anderen passiert? Da gab es kein Update. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Update. Sieht aus wie der Stuhl in dem alten Film, der zeigt, wie sich ein Bergarbeiter in ein Wendigo verwandelt. Und dann die Wand hochgeht. Ein Telegramm mit einer Warnung vor dem Interesse der Presse an den Überlebenden, die ins Sanatorium gebracht wurden. Die Minenbesitzer wollen etwas vertuschen. Hier gibt's gar kein Update, schaut. Aber wir haben es trotzdem nicht vorgelesen. 12 Überlebende ins Sanatorium eingewiesen. Zeichen mentaler Traumata. Eventuell Festsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wird zum Problem. Bitte Anweisung. Niklas Bowen. Medizinisches Notfalletikett. Niklas Bowen, Etikette hat am 14. Februar 52 Angriffe durch Insassen, tödliche Fleischwunden am Hals. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Update, sieht auch wie ein teilweise verwandelter Wendigo aus. Ja. Wenn ihr jetzt so im Nachhinein fragt, würde ich das auch sagen. Auch diese Augen. Ein eilig geschriebener Totenschein vom 24. Februar 52 überschreibt den Körper als teilweise aufgefressen. Name der verstorbenen Person: Sarah Smith. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbenen zuletzt vom 8. März 51 bis zum 24. Februar 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominante Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde: Gewalt.
Bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord. Mord, Art der Verletzung. Fleischwunde. Durch scharfes Werkzeug. Womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Stechuhr. So wussten die Minenaufseher, wie viele Männer in der Mine waren. Die Karte im einen Bereich fehlt. Update. Die Karten wurden entfernt und im Safe des Sanatoriums eingeschlossen. Ein entfesselter Patient scheint sich in eine Art Kreatur zu verwandeln und wird gewalttätig. Er greift die Leute an, die den Film drehen. Eine Reihe von Fotos. Das hier haben wir in der Tat in der letzten Folge vorgelesen. Das werde ich nicht nochmal vorlesen. Das war dieser blöde Bericht. Ein zerfetzter Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 98. Jemand wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Update. Josh hat das gemacht, um seine Psychostory aufzubauen. Ah, du kleines, mieses Schweinchen. Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling klingt wie eine Warnung. Das war Joshs Stimme. Es gab nie einen entflohenen Gefangenen. Eine an der Wand befestigte Halterung, in der eine Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. Matt und Emily haben die Axt in der Seilbahnstation gefunden. Ein ausgedrückter Zigarettenstummel sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Das Etikett ist das gleiche wie auf der Zigarrenkäste, die im Sanatorium gefunden wurde. Also was Josh. Eine gruselige Nachricht an die Washington-Familie, in der die mit Rache an Hannah und Beth gedroht wird. Ein weiterer Teil von Josh Lügen. Es gab keinen Psychopathen. Der Strom ist ausgefallen, aber aus dem Raum unterhalb der Bibliothek scheint elektrisches Licht. Das Licht kam aus Joshs Versteck im Keller. Der kleine, miese Drecksack. Ein Brief von Joshs Mutter über die Stämme der amerikanischen Ureinwohner, die auf dem Berg leben. Auf die Rückseite ist ein Hinweis über einen fremden Mann gekritzelt, den sie in der Nähe der Lodge gesehen haben. Update. Der seltsame Mann bei der Lodge war der Kerl mit dem Flammenwerfer. Eine Zigarettenkäste aus Holz. Es ist nur noch eine Zigarre übrig. Das Etikett ist sehr auffällig. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzlich Fallen verschlossener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Update. Das müssen die Wendigo-Sichtungen gewesen sein, die der geheimnisvolle Mann gesammelt hat. Eine Bestellung für Sägen und Klingen bei einem Geschäft für Schlachtereibedarf. Nicht die Art von Lieferung, die man zu einer abgelegenen Berglodge erwarten würde. Update. Daher hatte Josh also das ganze Zeug. Du mieses kleines Schweinchen. Eine Axt, die in der Tür zur Seilbahnstation steckt, die vorher ganz sicher nicht da war. Update. Josh hat die Axt hier als Teil seines Plans platziert, seine Freunde zu erschrecken. Mieses kleines Schweinchen. Guck mal, beim Unbekannten, wie viel da fehlt. Ein Katalog für Spezialleuchtmittel. Die eingekreiste Birne gehört zu einem bestimmten Projektortyp. Diese Birne passt in den Projektor, der in einem alten Hotel gefunden wurde. Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte zur Fernsteuerung kontrolliert zu haben. So hat Josh den Fernseher, die Türen und die Beleuchtung in der Lodge gesteuert. Mieses Schweinchen. Fotos mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Josh hatte viele Gelegenheiten, im Laufe der letzten Jahre aufzunehmen. Ja, wenn er einen auf besten Freund macht. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einen Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was hier vor sich geht. Josh wollte all das ins Internet stellen. Au.
Klar, das bringt uns nicht viel. Geht dich nichts an. Sam hat Chris erhaltene Nachricht gelesen. Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Ratte mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Ein Vorbild an Diskretion. Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily flirten. Matt stellte Mike zur Rede. Matt hielt während des Streits mit Emily zu Jessica. Emily war aggressiv zu Matt. Mike eilte Jessica nur ungern zur Hilfe. Jessica war sauer, weil Mike ihr nicht sofort zur Hilfe geeilt war. Und der Druck beeindruckte Mike nicht. Josh schloss den Baseballschläger im Schrank ein, aber Sam hat das Richtige getan, um dem Psycho im Keller zu entkommen. Cool. Sam wurde im alten Hotel gefangen. Mike ist gestolpert, als er Jessica gefolgt ist. Mike kam zu spät, Jessica war tot. Das war die Folge, weil wir da gestolpert sind. Mann, ey. Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Ash fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Mike hat die Finger abgehackt. Mike hatte keine brauchbare Machete mehr, nachdem er sich die Finger abhackte. Sam hat Mike aus dem Sanatorium gerettet. Mike hat den Wolf nicht getreten. Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Ansonsten wäre es nämlich schwieriger geworden. Der Wolf hat uns quasi den Weg gewiesen am Ende. Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Hätten wir das lieber nicht gemacht. Sam hat sich fangen lassen. Chris und Ashley finden Sam. Sam musste von Mike gerettet werden. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen dadurch. Oh, wer bekommt die Waffe? Das hatten wir überhaupt nicht. Der fehlt uns. Rette dich selbst. Matt hat versucht, Emily zu retten. Matt stürzte in die Mine und wurde angegriffen. Hätten wir sie doch bloß nicht gerettet. Dadurch sind wir getötet worden. Ashley hat die Schere genommen. Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Der Psycho verpasste Ashley ein Pfeilchen. Ashley hat sich von Chris getrennt. Ashley sah den Psycho in seiner Werkstatt. Chris erschrak Ashley mit einer Puppe in Sams Kleidern. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Gebissen haben wir auch nicht. Zurückgelassen. Ashley wollte Chris nicht zurücklassen. Ashley korrigierte die Stimme. Ashley ging zu den anderen. War auch das Bessere. Sam hat eine wichtige Aufzeichnung nicht entdeckt. Josh erkannte Hannah zu spät und wurde getötet. Oh nein! Wir hätten diese einen noch finden müssen. Sam ist in der Lodge gestorben. Mike ist entkommen. Ashley ist entkommen. Emily fiel in der Zerkleinere. Chris ist entkommen. Wie gemein! Und dann haben wir jetzt die Musik. Ich habe mich ja versprochen, wir werden einmal alles angucken. Alright, from the top. Wobei bei der My name is Musik Jason werden wir Graves, wahrscheinlich and alles I'm the angucken. composer for Until Dawn.
I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. Wenn ich Killer mit Nachnamen heißt, dann verbindet jeder One of das the mit things that was Killer. really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. Entschuldigung. When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. Also die Musik war schon genial in dem Spiel. Die hat immer I seem gepasst. to have Die made war a name for perfekt. myself in horror. And Yeah, there's geben something hast about du. scary music. I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually, if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun and it's great. But I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Very nice. Same thing. Von der Bühne zum Bildschirm 1. Das ist mal interessant. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture topographically the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer So sind natürlich interpretations diese between performance perfekten captured Gesichtszüge and vom performance Spieler rendered finally rausgekommen. in-game. The audio is also recorded Weil die via Mimik two war schon separate lavalier genial. mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation.
but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Schon geil. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Anna! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. Was zum Teufel? America's North Woods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The North Woods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in Geht gleich aus, wo ist die 1879 Fernbedienung? in the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. Scheiße. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale I had to watch them starve to death. of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. Think of as food. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo. Villagers alerted the police.
Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Ist natürlich auch geil, dass man hier so die Geschichte von dem Wendigo nochmal erfährt. Was ist der Wendigo? Wo kommt der Right her? up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. Und das war's dann jetzt wirklich zu Until Dawn. Wie gesagt, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, kauft es euch am besten und spielt es einmal selbst durch, weil wenn man es selbst spielt, ist es wirklich genial. Man erlebt immer wieder was anderes. Zum Beispiel gab es auch jetzt Szenen, die habe ich überhaupt nicht gesehen bei mir. Das Spiel ist immer wieder packend und komplett anders. Einfach ein richtig gutes Spiel, das ich nur empfehlen kann.
Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr jetzt auch wieder im nächsten Let's Play von mir dabei sein werdet. Oder von einem aktuellen, dass ihr da mal vorbeischaut. Und natürlich, dass ihr immer wieder einen Daumen hoch mir gebt. Oder Verbesserungsvorschläge, nehme ich natürlich auch gerne an. Und natürlich der ein oder andere sein Abo hinterlässt, weil dadurch kann ich nur besser werden, wenn ich mit euch zusammenarbeite. Deshalb, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dann. Ciao. Und Until Dawn. Es war genial. Ich werde dich vermissen. Super Spiel. Ciao.